Preis-Leistungsmonster, ja, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich habe hier einige Düfte, die von der Preis-Leistung einfach unschlagbar sind. Absolut nice, gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung, gute DNA und vom Preis her absolut top. Es ist auch ein teurer Duft dabei, aber Preis-Leistung stimmt dort auch einfach perfekt. Also bleibt dran, mein Name ist Dennis, aka Fragrance auch aus Hamburg. Und gleich was Kurzes vorweg. Ich werde demnächst hier mal auf dem Kanal auch, sag ich mal, vielleicht was heißt ich werde andere Videos auch mal mit einbeziehen auf diesen Kanal. Das wollte ich ja schon lange machen, weil ich mich dafür ja genauso lange interessiere. Also zum Beispiel, wenn ich mal irgendwo was esse, ich werde da mal einen schönen, ja, Vlog oder wie man das nennt, so ein Essensvideo machen oder was auch immer, werde ich hier mit einfügen. Schreibt mal runter, wenn ihr Bock habt. Das kann man hier nämlich auch gerne mal machen. Man muss sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln, weil ganz ehrlich, ich habe manchmal so Situationen, wo ich sage, das hätte ich gerne mal mit euch geteilt oder whatever, das gibt es eben, ne? Und auch eben andere Sachen, vielleicht auch mal, ich habe erst überlegt, vielleicht mache ich auch mal Filmreviews. Ich bin ja auch so ein richtiger Filmfan oder Musikfan, aber Filmreviews vielleicht nicht unbedingt, könnte man vielleicht auch mal machen, aber Essensvideo auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall mal kommen oder meine Routine, wie gesagt, hier auch mal euch erklären, warum, oder ich habe ja auch 30 Kilo fast abgenommen und so weiter und so fort. Da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. So, auf jeden Fall damit erstmal das und jetzt werde ich euch die Preis-Leistungskiller mal zeigen. So, und der erste ist der Rome Amor, so nenne ich ihn immer, von Laura Biagiotti. Das ist ein Preis-Leistungskiller von allerfeinsten. Erstmal performt der gut und hat eine so schöne DNA, einen guten Sprüh, einen coolen, schweren Flakon. Eine leichte DNA im Background von Roma, die ist nicht mehr ganz so präsent, aber sie ist da und das ist schon richtig gut gemacht. Das darf man nicht vergessen. Für einen, der kostet nicht wirklich viel. Ich habe, glaube ich, nur 25 € bezahlt. Oder war das sogar weniger? Das sind 125 ml. Der Flakon ist ein bisschen anders optisch als die üblichen Verdächtigen hier, die man kennt. Den hier, der sieht ein bisschen anders aus, wenn ihr sehen könnt. Ich hoffe, der Fokus nimmt das. Und aber der Duft ist richtig sexy, elegant. Und wenn ihr einen schönen Date-Duft haben wollt für günstiges Geld, dann dieser Duft. Ihr habt Kardamom, ihr habt Ingwer, ihr habt Pfeffer, ihr habt was Süßes. Das ist wirklich ein erotischer, günstiger Duft von allerfeinsten. Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Geiler Duft von Laura Biagiotti. Als nächstes haben wir dann den Art of Universe von Lattafa. Ja, den habe ich rausgeholt, weil der zahlt ihr 40 € für. Oh, und ihr habt wirklich schon den Talisman, Blue Talisman, so eine ähnliche DNA, nur süßer. Die Mandarine, der Ingwer, Bergamott und so weiter in der Kopfnote ist, also wer den Talisman süßer haben will, zum Beispiel für Beach Club, whatever, der sollte sich den Art of Universe holen. So. Naja, wir reden hier nicht von der Qualität, wir reden hier nicht von der Tiefe zum Original hin, wir reden hier nur, er hat diese DNA schon, die ist schon da, aber eben in süß und noch ein bisschen eigenständig, was Lattafa ja so und so grundsätzlich macht, aber hauptsächlich süßer. So, und das ist einfach für einen Beachclub, auch wenn er süß ist, ja. Ich sage, ihr könnt den auch im Sommer tragen, weil ganz ehrlich, ich laufe da draußen rum, ich rieche ja nur süße Düfte. Es ist sich scheißegal, wie heiß es ist, man riecht nur süße Düfte, die Leute tragen überhaupt keinen anderen Duft. So, ist einfach so. Und die Jugend und so nicht. So, und deswegen sage ich, Art of Universe funktioniert. Schöner Flakon, wie ihr sehen könnt. Geil. Und wenn ihr so eine Art DNA wie Blue Talisman haben wollt, nur in süß, ein bisschen noch verspielter und so weiter, dann holt auf den Art of Universe. Dann als nächstes habe ich einen Job-Duft. Und das ist ein Duft, der fast kaum erwähnt wird, aber der ist so gut und der ist auch besser als das Original, finde ich. Und das ist der Wow Job, aber Wow Fresh. Ja, ich weiß nicht, warum der so wenig erwähnt wird. Das ist ein so leckerer Duft, der auch mit 7 Stunden mit am besten performt, im Gegensatz zum Original und so weiter und so fort. Die Limited Edition dazwischen, die gibt's ja nicht mehr. Aber der Wow hier, dieses würzige, fast schon, ja, es geht ja so pfeffrig, würzig, finde ich so ein bisschen schon ins
orientalische und auch weihnachtliche, aber durch die Fresh-Version, dass diese schöne Kühle in Background hat, finde ich, könnt ihr diesen schönen Duft auch im Sommer benutzen. Deswegen ja Fresh, ne? Nicht Echo Fresh, sondern einfach Wow Fresh. Und das muss ich schon sagen, ist geil. Also muss man wirklich sagen, 7 Stunden Haltbarkeit, natürlich keine Bombe, so richtig wow, Beast Mode gibt's hier nicht. Nein, aber er ist schon immer da. Und von der Sillage ist er jetzt auch so im Mittelmaß. Also wenn ihr nicht, und nochmal, Preis, ihr kriegt den größeren, das ist ja der kleine, kriegt ihr den, glaube ich, sogar auch für 29 €, wenn nicht sogar günstiger. Müsst ihr mal im Netz gucken. Auf jeden Fall, der Duft funktioniert. So, der nächste, den ich gleich hier hinten reinhau, ist der Davidoff Cool Water Intense. Ja, wenn ihr wenn ihr was Frisches haben wollt, wenn ihr eine leichte DNA von Cool Water haben wollt, plus eine schöne Süße, dann ist das euer Duft. Und es ist wirklich wahrscheinlich, nehmen wir mal den Original weg. Ich habe viele Flanker von Cool Water, fast alle, muss ich sagen, Performance ist er der beste, locker 8 Stunden, CH ist immer präsent. Und ihr dürft nicht vergessen, Preis-Leistung ist top. Und wenn ihr die Süße, die es eben ausmacht im Sommer, ist der unschlagbar und ist er wahrscheinlich auch aktuell oder immer noch, seitdem er rausgekommen ist, der Beste. Und man darf nicht vergessen, das ist Davidoff, früher haben sie so eine Dinger immer gemacht, dann ist es so ein bisschen anders geworden, aber da haben sie einen Intense rausgehauen, also ein schönes Teil, wer so ein bisschen, wie gesagt, einen frischen, aquatischen, süßlichen Duft in dem Fall haben möchte, nicht würzigen, auch nicht nur synthetisch frisch, sondern noch süß dazu, der ist beim, ja, Cool Water sehr, sehr gut bedient. So, der nächste kommt wieder von Lattafa und ist der Art of Arabia 3 mit diesen nicen Flakon, mit den einzigen, glaube ich, immer noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, 7-Sterne-Hotel, sehr geiles Hotel, ne? Also von allerfeinsten. Und der Art of Arabia ist hat einen sehr, sehr teuren großen Bruder, und zwar, ja, es kann es anders sein, der Blonde Amber von Clive Christian. Und ich muss schon sagen, ja, er ist schon richtig gut dran. Man kann das natürlich, wenn ihr das 1:1 testet, und ich kann das, weil ich natürlich den Blonde Amber hier habe, da haben wir den Blonde Amber, kann man nicht so wirklich von der Tiefe, von der Haltbarkeit, wo die Tiefe, es ist einfach abgerundeter, das Original, und bleibt auch so. Aber wenn ihr das so ein bisschen schon ein bisschen leichteren Version haben wollt, die Tiefe habt ihr dann nicht so, aber schon sehr potent mit der eigenen bisschen DNA im Background. Wisst ihr, das macht eben Lattafa bei diesen Reihen gern. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Muss man schon sagen, ist das richtig pervers gut. Und vor allen Dingen, wir müssen ja davon absehen, das sind 100 ml, 39 €. Ich hole den hier nochmal raus. 50 ml, 550 €. Also klar. Aber wenn man, ja, es ist Blonde Amber, ist Blonde Amber. So, Punkt. Das kann ich auch so stehen lassen, da brauchen wir auch eigentlich gar nicht drüber reden. Und das ist jetzt nicht so, ja, weil das das Original ist und weil ich zum Original stehe. Es ist aber trotzdem Fakt, es ist das Original, es ist Blonde Amber, und Blonde Amber bleibt Blonde Amber. So, aber trotzdem, ich finde, das hier ist schon die beste Alternative. So, Preis-Leistung, hammermäßig, Burn-mäßig gut. So, der nächste kommt von Afnan. Und den habe ich letztens erst in ein Einzelvideo vorgestellt. Wenn ihr Bock habt, das zu gucken, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut rein. Das ist der Supremacy in der Collectors Edition. Yes! Und das ist für mich, ich habe es ja gesagt, die beste Aventus-Alternative. Absolut. Und der ist so spritzig mit der Ananas, die Haltbarkeit gut ist, die CH ist gut, der kommt richtig gut an, der powert 9-10 Stunden durch, wirklich absolut genial und schöner Flakon. Viele meinten allerdings, der geht so ein bisschen in die Absolut Aventus, den habe ich auch. Ja, das mag alles sein, aber ich finde, er hat mehr von den Aventus, den ich ja natürlich auch habe, den muss ich jetzt hier nicht auch noch vorkramen. Und aber ist auch egal. Vielleicht dieses Zwischending, das, was ich im Video nicht erwähnt habe, dieses Zwischending könnte man so nehmen, aber ich bleibe da dabei, für meine Nase mehr zum Original OG Aventus. Aber nehmt ihr so ein bisschen hinten dran den Absolut, dann habt ihr auf jeden Fall den Duft, und der ist stabil, der kostet nicht viel, richtig nice und Power ohne Ende. Aber am Anfang eben sehr extrem ausgepresste, coole
Ananas, Leute, der ist top. Dann kommen wir als nächstes zu einem, was soll ich sagen, genialen Duft. Ich hole ihn ab und zu mal raus, er steht ja hier und ich liebe ihn immer und ich habe ihn früher, vor Jahren schon gezeigt. Und von Boucheron, wenn richtig ausgesprochen, Japur Homme, das Eau de Toilette. Am Anfang oder vor Jahren habe ich immer das Eau de Parfum gefeiert, was ich auch habe, aber irgendwie nee, das Eau de Toilette OG, geil und sexy, vanillig, blumig, frisch, anschmiegsam und maskulin und dann doch irgendwie gentleman-like. Das ist dieser Duft. So was von elegant, was ich auch noch vergessen habe. Elegant. Geil. Das ist kein Duft für jedermann, aber dieses Frische mit der Bergamotte, mit dieses typische und dann Heliotop ist da drin, glaube ich, und dann zum Schluss müsste Vanille, das ist einfach dieses anschmiegsam cremig, was ich eben alles aufgezählt habe. Und wenn ihr richtig guckt im Internet, kriegt ihr den richtig gut günstig. Ihr könnt den aber auch sehr teuer bekommen, also Vorsicht bitte, Leute. Den gibt's auch als Eau de Parfum. Ich glaube, dass die etwas Jüngeren das Eau de Parfum bevorzugen, aber es hat natürlich trotzdem die DNA, die hier drin ist. Aber das Eau de Toilette, das werden mir vielleicht einige, die zugucken, zustimmen, ist schon sehr geil. Aber ja, den zeigt kaum jemand. Ich habe mal 25 €, glaube ich, für den bezahlt. Aber ihr könnt auch 80 € für den bezahlen. Deswegen sage ich, passt auf. Aber das ist so, ich brauche gar nicht weiter labern. So ein geiler Duft. Absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Ich meine, das habe ich aber lange nicht erwähnt. Dann als nächstes kommen wir zu einem Duft, zu einem Rammstein-Duft. Ja, und es gibt da eine Reihe, da gibt es jetzt, glaube ich, 4 Stück in so einer schönen Dose. Und Gasolin ist der Duft daraus, der absolut qualitativ so gut ist für diesen Preis. Nun weiß ich nicht mehr, bei Rammstein ist es immer so, ich weiß es selber nicht, sind die raus, gibt es sie noch, etc. pp. Aber es wird sie bestimmt im Netz, wo auch immer, bei eBay und so geben. Aber Leute, das ist eine Qualität, die, was das angeht, für einen Drogerieduft oder VIP-Duft, wie ich gern sage, absolut genial ist. Ich werde ja gleich vorweg, wenn das wieder kommt, ich werde demnächst auch den ganz neuen vorstellen aus der Reihe. Aber hier Gasolin, Asphalt ist da drin, aber die Inhaltsstoffe, vergesst mal das, was Rammstein, der kennt, Asphalt und Benzin ist da drin und so weiter, ist schon nice. Aber auch Benzin hier, Gasolin, dann gibt's Nitroglycerin und auch der neue, wie heißt er eigentlich, weiß ich jetzt gar nicht, Kerosin, glaube ich, ne? Die sind schon gut. Gleich vorweg, also der ist auch gut, aber ich werde euch erklären, dass der Name Kerosin, wenn ich den neuen Duft vorstelle, irgendwie nicht passt in dem Fall. Aber gut. Auf jeden Fall Gasolin, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Gasolin ist top. Erinnert vielleicht ein bisschen an Oud for Glory, aber irgendwie, nee. Also, nee, warte mal. In der Familie, das wird ja immer gesagt, nee, das ist, also Oud for Glory ist ja nicht ledrig, finde ich. Also hier ist schon sehr viel Leder, es ist ja Benzin, es ist Asphalt, es ist dreckig, es ist einfach Rammstein. So müsst ihr euch den Duft vorstellen. Ganz einfach. So, und zum guten Schluss kommt ein Duft, der etwas teuer ist. 150 € müsst ihr bezahlen, aber was ihr dafür den Preis-Leistung bekommt, ist bombastisch, weil er hält den ganzen Tag, er hält Tage. Und wenn ihr 500 oder 1 Kilometer vorweg geht von euren Freunden, werden die euch riechen. So. Und das ist der Bergamas von Eau de Parisi. Also mögt ihr Bergamotte und Moschus, dann ist das euer Duft. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht erwähnen. Bergamotte, Moschus von allerfeinsten. Der kann sehr, sehr, sehr auf die Eier gehen, sehr stark sein. Aber er ist präsent und geil. Habe ich so oft vorgestellt. Also Moschus wirklich. Moschus, die DNA von Eau de Parisi müsste so und so mögen. Und dann aber, hier riecht jetzt alles nach Gasolin. Dann so ein bisschen rauchig, übrigens auch noch Gasolin. Bei Bergamotte ist einfach Bergamotte und wirklich Moschus. Und er hält wirklich Tage, ewig und ist ein Sillage bombastisch stark. Also Leute, das war schon mal runter. Was habt ihr für eine Preis-Leistungskiller? Natürlich gibt's da noch mehr. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil du hast dies vergessen, du hast jenes vergessen. Gibt ja immer so Helden, die das schreien. Ja, was soll ich denn? Soll ich hier ein Top 100 Video jedes Mal machen? Ich habe über 1000 Düfte. Ich könnte natürlich jedes Video, was ich mache, hier zeige, Top 50, Top 100. Das ist aber too much. Und deswegen, ne,
hole ich immer in dem Moment, wo ich sage, die passen jetzt, die will ich euch zeigen und so weiter. Und er schreibt mir runter, wie gesagt, was haltet ihr von der Idee mit den anderen Sachen? Hau ich einfach rein, ist nämlich auch sehr interessant, viele Sachen und ja. Gut, schauen wir aber wann, weiß ich, ist egal, ne? Gucken wir mal. Also, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich sagen, bin ich raus.